Moin, wie schön, dass du da bist. Ich bin's, Annette Burmester, dein Channel-Seelenexpertin und Visionärin mit meiner Seele Easy. Und ich bin die, die die Abkürzung zu deinem selbstbestimmten, erfüllten, glücklichen und erfolgreichen Leben kennt. Und um diese Abkürzung geht es heute. Es geht um die wundervollen, einzigartigen und erfolgreichen Seelenaufgaben. Es geht um deine Aufgabe, dein Warum du auf dieser Welt bist. Es geht um deine Mission, was Spiritualität damit zu tun hat und warum ich dir das in ein paar Minuten sagen kann. Okay, los geht's. Du hast sicherlich auch einen Wake-up-Call bekommen, sonst würdest du dir dieses Video nicht anschauen. Bei mir war das 2007 und das hat mich ganz schön durcheinander gebracht. Es war dieses Gefühl, da wartet doch noch so viel mehr auf mich in meinem Leben. Es steht eine große Veränderung an. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Ich weiß nur, ich habe doch so viel zu geben. Was ist es denn? Und die Sinnfrage kommt hinzu, warum bin ich eigentlich auf diesem Leben oder auf dieser Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Und all diese Fragen prasseln auf dich ein und letztendlich steht man da als Mensch manchmal ein bisschen hilflos da. Kenne ich genauso. Nun ist es natürlich nicht so einfach, herauszufinden, was ist es denn nun? Und die Connection zu unserer Seele, die Verbindung, die fangen wir jetzt erst langsam wieder an aufzubauen. Als wir auf die Welt gekommen sind, hatten wir noch diese Verbindung, aber die haben wir einfach mit den Jahren so ein wenig aus den Augen verloren, möchte ich mal sagen. Wir sind aus der Übung gekommen, wir haben es irgendwie vergessen, dass wir diese Verbindung haben, aber die wird jetzt ja wieder eingefordert, weil jetzt geht es ja darum, in der neuen Zeit, in dieser Transformation, dich selbst wiederzufinden, um eben auch mit dir und deiner Seele wirklich die Welt zu rocken, und zwar mit deiner einzigartigen Seelenaufgabe. Und diese Seelen zu verstehen ist nicht so einfach und das kenne ich selbst, aber dafür gibt es ja eben Menschen wie mich. Ich bin ein Channel und das ist meine Spezialität, ich bin ja Seelenexpertin, dass ich eben mich mit deiner Seele unterhalte, mit ihr verbinde, um dir zu übersetzen, was sie dir sagen möchte, warum du auf dieser Welt bist. Und ich weiß es noch genau. Ich weiß es noch genau, wie anstrengend das war. Ich habe nämlich auch nicht richtig zugehört. Am Anfang konnte ich auch nicht richtig verstehen, ich habe neues Talent dazu bekommen, jetzt sollte ich spirituell sein. Ich meine, dabei sind wir alle spirituell. Für mich war das damals total neu. Jetzt soll ich so eine Gabe haben, wo ich irgendwie Wissen weitergeben kann. Und das war alles echt unheimlich viel für mich. Das war ja 2009 2007 habe ich den Wake-up-Call gekriegt, genau, und 2009 wurde ja meine Gabe als Channel entdeckt, was mich erstmal völlig überfordert hat, weil ich überhaupt nicht wusste, wie soll ich denn damit jetzt umgehen, weil das etwas völlig Neues war in meinem Leben und ich nie darauf gekommen wäre, dass das meine Seelenaufgabe ist, dass das mein Werkzeug ist, womit ich meine Seelenaufgabe praktisch machen kann, nämlich Seelenaufgaben und Seelenpartner zu channeln oder dich eben mit deiner Seele zu verbinden oder dich mit anderen Seelen zu verbinden. Der Wahnsinn. Und daher weiß ich auch, wie anstrengend das ist, sich im Kreis zu drehen und zu sagen, was ist es denn genau? Was ist es genau, warum ich auf dieser Welt bin? Es kostet so viel Energie, es ist so anstrengend und du bist doch schon so mutig, du hast dich doch schon aufgemacht, du hast dich doch schon entschieden, du hast den Call angenommen und hast gesagt, ja, ich will, aber was ist es denn? Und vielleicht bist du aber auch gerade an dem Punkt, wo du sagst, ich bin gerade am Überlegen, Annette, ob ich es machen soll. Aber wie gesagt, egal auf welchem Stand du bist, vielleicht kennst du deine Seelenaufgabe auch schon und sagst, oh, aber irgendwas steht mir im Weg, das zu leben. Ich traue mich noch nicht so ganz. Ist auch kein Problem. Dafür habe ich ja auch eine Special-Befreiungssession, wo wir dich davon befreien können. Und das Spannende ist, ich weiß ganz genau, wie es dir geht, weil ich da durchgegangen bin. Und ich war so froh, als ich endlich die Lösung für mich selbst gefunden habe und eben auch für dich und eben auch für andere, um eben zu helfen, dir zu helfen, dass du nicht diesen langen, steinigen Weg gehen musst, sondern dass du viel, viel schneller deine Seelenaufgabe bekommst, dass du endlich den Weg gehen kannst. Dass du nicht dahin oder vielleicht ist es dies oder vielleicht ist es das und das finde ich ja auch und das kann ich doch auch irgendwie, sondern dass du hundertprozentig weißt, was deine Aufgabe ist, was dein USP ist, was deine Positionierung ist, ja, was deine Bezeichnung ist. Und das channel ich dir alles in wenigen Minuten. Warum ist das überhaupt möglich? Weil du eine Seele hast.
Und weil ich eine Seele habe und weil unsere Seelen miteinander verbunden sind. Und das Universum ist die Heimat aller Seelen. Und dadurch, stellst du dir vor, wie ein riesiges Netzwerk, kann ich mich eben auch mit deiner Seele verbinden und praktisch in deiner Seele lesen, um es dir zu übersetzen, was es genau ist. Und das Spannende bei so einer Session ist, dass du das sofort spüren wirst. Du wirst es sofort spüren. Und es wird so großartig sein, so faszinierend, so, boah, das bin ich auf der einen Seite, und auf der anderen Seite fühlt es sich richtig an. Du sagst, ja. Und dann ist es ja so spannend in dieser Session, die ist ja immer ganz aktiv bei mir, weil bei dir passiert ja was, da kommen Impulse hoch, wir sprechen darüber und wir machen aus dem Ganzen, was da passiert, was du an Informationen hast, wo du sagst, oh, jetzt weiß ich, warum das und das mal passiert ist oder warum ich mich dafür so sehr interessiere oder diese und jene Sachen, dass wir da wirklich ein Ganzes draus machen, dass du wirklich weißt, das ist meine Aufgabe, yes, und das ist mein Weg. Um deinen Weg zu gehen, um dann die wundervollen Möglichkeiten alle zu bekommen, die dir das Universum jetzt endlich liefern kann. Weil wenn du auf dem falschen Weg bist, kannst du praktisch diese Möglichkeiten nicht empfangen, weil du natürlich dafür auch nicht geöffnet bist. Und das ist das Faszinierende. Und da ich das so schnell machen kann und so präzise, dafür habe ich meinen Meister Metatron, der nämlich der Meister der Klarheit unter universellen Gesetzen ist. Das ist genau der Meister, Engel, wie auch immer du ihn nennen möchtest. Für mich sind das ja alles Experten da oben, der genau weiß, warum du hier bist, der sich halt eben, der dir genau zeigen kann, wo dein Weg ist. Natürlich mit deiner Seele zusammen, ist ja ganz klar. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass deine Seele ja alles für dich schon vorbereitet hat. Sie hat dir eine Aufgabe gegeben, die du lieben wirst, weil es genau deinem Potenzial entspricht. Sie hat dich natürlich da mit dem Potenzial ausgestattet. Es ist etwas, wo du Raum und Zeit vergisst, wo du gar nicht glauben kannst, dass es deine Aufgabe ist, weil das dir so leicht von der Hand geht. Und du denkst so, wie, dafür wollen Menschen auch noch Geld bezahlen vielleicht, aber das fällt mir doch so leicht und ich helfe doch so gerne. Ja. Und deine Wunschkunden sind ja auch schon da. Die warten schon sehnsüchtig darauf, dass du dich zeigst, dass sie endlich davon partizipieren können, dass die endlich deine Medizin, deine Essenz, deine Spezialität, dass sie endlich bekommen, weil das ja auch mit ihnen etwas macht, weil du ihnen ja dabei hilfst, ihr Leben auch zu verändern. Weil du Experte auf diesem Gebiet bist. Natürlich noch mehr Expertise auf deinem Weg sammelst, das ist ganz klar, aber es ist immer etwas, was du auch durchlebt hast, was du ganz genau kennst, mit einer, sage ich mal, noch einer Besonderheit obendrauf, auf die du alleine nicht gekommen wärst. Und ich kann immer nur wieder sagen, die besten Lehrer sind wirklich die, die das schon erlebt haben. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang, auch als ich diese Seelenaufgabe, als ich dann endlich wusste, was jetzt meine Seelenaufgabe ist, wie ich auch erstmal ein bisschen Schiss gekriegt habe, weil ich dachte so, boah, das kann ich. Ja. Mich erst noch mal so ein bisschen im Kreis noch mal gedreht habe, mich noch mal so ein bisschen gewehrt habe, aber einfach gemerkt habe, nee, ich vertraue jetzt, ich mache auf, ich springe jetzt und das war das Beste, was ich machen konnte. Weil damit hat sich mein Leben komplett verändert. Und das kannst du genauso. Ich meine, stell dir mal vor, was deine Seelenaufgabe ist. Die ist ja auch so gigantisch wie meine, aber auf eine andere Art und Weise. Ist das nicht faszinierend? Ist das nicht spannend herauszufinden, was man für unglaubliche Möglichkeiten hat? Für mich ist das immer so, als ob du die Tür aufmachst, das Tor aufzumachst zum Spieleparadies, weißt du, wo du denkst, boah, das ist alles meins, das kann ich alles haben, das darf ich alles machen. Ja, das ist wirklich faszinierend. Und das, wie gesagt, in ein paar Minuten. Da brauchst du nicht mehr lange dich im Kreis drehen und lange auf der Suche sein. Sondern wenn du das weißt, kannst du direkt losstarten. Und das ist das, was ich so faszinierend finde und jedes Mal dankbar bin, dass ich das machen darf. Weil es einfach, ja, du schenkst dir so viel Lebensenergie, überhaupt dein Leben, Lebenszeit für dich, die du natürlich jetzt viel, viel besser nutzen kannst. Und um dir mal so einen kleinen Gefühlseinblick sozusagen zu geben, möchte ich eine kleine Meditation mit dir machen. Ganz einfach. Setz dich dafür einfach mal entspannt hin und schließe deine Augen. Atme einmal tief ein und aus. Lass alles los, alles Belastende. Es ist gerade nicht wichtig. Sei einfach jetzt ganz bei dir
Und denke an einen Menschen, an einen Ort oder an ein Tier, an etwas, was dein Herz öffnet, was dein Herz erfreut. Dein Herz öffnet sich und du bist mit dir und deinem Seelenwissen verbunden. Und nun stell dir mal vor, du wüsstest genau hundertprozentig, was deine Seelenaufgabe ist. Und du liegst im Bett, der Morgen hat begonnen und du wachst auf. Was ist dein erster Gedanke? Lass den ersten Impuls zu, der jetzt kommt. Was ist der erste Gedanke an einem Tag deines Seelenplans, wo du deine Seelenaufgabe kennst und lebst? Was ist der erste Gedanke? Und wie sieht jetzt dein Tag aus? Wie fühlt sich dein Tag an? Du weißt, was deine Seelenaufgabe ist. Du lebst sie hundertprozentig. Das, was du liebst zu tun, wo du sein kannst, wie du bist. Das machst, was du liebst, wo du Raum und Zeit vergisst, was dir so leicht von der Hand geht. Wo Kunden schon da ist, wo der Erfolg schon vorprogrammiert ist, weil du ja erfolgreich sein sollst. Wo du keinen Kunden mehr hinterherlaufen musst, sondern wo du einfach dich nur zeigen musst in deiner ganzen wundervollen Energie. Wie fühlt sich das an, so einen Tag zu erleben? Fühl dich rein, fühl dich richtig rein in diesen wundervollen Tag deines Seelenplans, wo du deine Seelenaufgabe lebst. Genieße diesen Moment. Nun ist der Tag zu Ende, du liegst im Bett. Was ist dein letzter Gedanke vor dem Einschlafen, wenn du an diesen Tag zurückdenkst und an einen Tag morgen denkst? Lass den ersten Impuls kommen. Nun atme noch mal einmal tief ein und aus. Öffne langsam wieder deine Augen. Schön, oder? Und so kann jeder Tag von dir sein. Also es lohnt sich wirklich, deine Seelenaufgabe kennenzulernen. Dein, warum du auf dieser Welt bist. Das, was du hier machen sollst. Deine Mission, die du in die Welt tragen sollst, um so viel zu bewirken, um zu verändern, um zu heilen, um Gutes zu tun. Denn Seelenaufgaben sind immer eine Win-Win-Situation. Du tust immer etwas Gutes, weil es in der neuen Zeit nicht mehr um Egos geht, sondern um Gemeinsamkeit, sich selbst glücklich zu machen und damit auch andere. Und so stehe ich jeden Morgen auf. So gehe ich jeden Abend ins Bett und verlebe meinen Tag. Ist das nicht schön? Und das kannst du auch. Wenn du Lust hast, schreib gerne in die Kommentare, was du erlebt hast bei dieser kleinen Meditation, wie du dich gefühlt hast. Lass uns gerne in den Austausch gehen. Ich freue mich riesig darüber, um dich zu feiern, dass du das gemacht hast, dass du dich getraut hast. Und ja, erzähl mir gerne davon. Lass uns das gerne miteinander teilen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wo auch immer du mich hörst oder auch siehst, freue ich mich über ein Like, ein Sternchen, ein Herzchen und teile es auch gerne mit anderen, um eben auch ihnen die Möglichkeit zu geben, für sich ihre Seelenaufgabe, sich dafür zu öffnen und zu wissen, dass es eben diesen Weg geht, dass sie schon in ein paar Minuten für sich herausfinden können, was ihre Seelenaufgabe ist, ohne lange zu suchen, dass endlich dieses Suchen aufhört, dieses Stolpern, diese Energie, die man verschwendet, um es endlich herauszufinden, dass das endlich aufhören kann, sondern dass sie endlich auch ihre Seelenaufgabe leben können und die Welt damit zu verzaubern. Du verzauberst mit deiner Seelenaufgabe die Welt, ist das nicht schön? Und vor allen Dingen wirst du damit erfolgreich sein, weil du sollst damit erfolgreich sein. Es ist alles da, was du brauchst, damit du voller Glückseligkeit deine Seelenaufgabe leben kannst. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich gerne dazu ein, damit du auch nichts mehr verpasst. Und jetzt kann ich nur sagen, wie schön, dass es dich gibt. Wie schön, dass du auch gerade jetzt hier zu dieser Zeit auf dieser Welt bist. Denn wir brauchen jetzt die Seelenaufgaben. Darum gibt es jetzt so viele Wake-up-Calls. Also nimm den Wake-up-Call an. Es lohnt sich wirklich und sei ein Vorbild, um uns
eine neue Welt zu schaffen, weil das können wir jetzt. Jetzt wird die Plattform dafür geschaffen, dass wir eine neue Welt schaffen können, eine Zukunft, wo wir uns alle wohlfühlen, wo es kein Neid oder Hass mehr gibt oder Kriege, sondern mehr Freiheit und Liebe, weil wir machen können, was wir uns wünschen, was wir lieben zu tun, wo wir sein können, wo wir sind. Weil wir fangen doch nur an, neidisch zu werden, wenn wir nicht in unserer Mitte sind. Wo wir in unserer Mitte sind und das machen können, warum wir hier sind. Das macht so einen Unterschied. Und sei ein Vorbild, traue dich, deine Seelenaufgabe zu leben. Sei ein Vorbild, um eben anderen auch zu zeigen, hey, es funktioniert. Und eben auch, um mit deinem Sein, mit deiner Essenz, mit deiner Spezialität, mit deiner Medizin so viel Gutes zu bewirken auf dieser Welt. Wir brauchen dich, die Welt braucht dich. Also, alles Liebe für dich. Wie schön, dass es dich gibt. Love and smile so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk. Pack es aus.